Wir haben alle Zahlen mit unserem Rechenzeichen geschrieben und jetzt schauen wir in dem Fall, wenn wir so einen Term haben. Eigentlich sagt man, wir haben Regel zuerst Klammern, haben wir nicht, Punkt vor Strich haben wir nicht. Also, wir haben nur die Striche, also Addition und Subtraktion. In dem Fall sagt man, wir rechnen von links nach rechts. Wird aber wahrscheinlich nicht so einfach sein, ja? Verliert man viel Zeit. Dann habt ihr mir das letzte Mal gesagt, man könnte auch erst alle unsere positive Zahlen addieren, dann weiß man, was man als positiv hat, alle negativen Zahlen addieren, hat man und dann schauen, welche Vorzeichen hat größere Betrag. Dann könnten wir schon bestimmen, Ergebnis welche Vorzeichen hat und abziehen. Aber ist auch nicht immer sinnvoll, das zu machen. Wir wissen, bei Addition gibt es unser Kommutativgesetz. Also ich kann die Zahlen tauschen, ist egal, was ich zuerst addiere, ja? Ergebnis bleibt gleich. Aber wenn ich Addition und Subtraktion habe, könnte ich in dem Fall die Zahlen tauschen. Also das bedeutet, bei Addition kann ich die Zahlen tauschen, weil ich addiere doch überall. Und hier hast du absolut richtig formuliert. Ich kann Reihenfolge tauschen, keine Zahlen, Reihenfolge. Und ich beachte darauf, dass ich unsere Vorzeichen mitnehme. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Aufgabe anschaue, was sehe ich, was wäre dann sinnvoll? Vielleicht kann ich nicht die Zahlen, sondern Reihenfolge tauschen. Was könnte ich dann jetzt zusammenfassen? Also entweder zwei positive Zahlen oder vielleicht irgendwelche positive und negative Zahlen lässt sich ganz schön rechnen. Was könnte ich hier zuerst ausrechnen? Mathematiker sind faul, wir suchen uns immer etwas Einfaches. Zwei positive Zahlen und die machen zusammen was Schönes. Wir haben dann die ganze Zahl, dann schreibe ich das auf. 7,4. Natürlich beachte ich, dass ich Vorzeichen mitnehme. Also plus 1,6. Minus 11,3, minus 2,7. Bei den negativen Zahlen, das bedeutet, Beträge muss man addieren, da sieht man auch ganze Zahl. Was kann ich jetzt machen? Was meinst du, ist es nur, weil wir das übrig haben? Oder vielleicht gibt es noch einen Grund, warum ich das jetzt hier zusammenrechnen kann? Auch eine schöne Zahl, eine ganze Zahl. Ja, und jetzt rechne ich nicht von links nach rechts. Jetzt kann ich das paarweise ausrechnen. 7 plus 1 ist gleich 8, 0,4 plus 0,6 eine 1, also 9. Hier, was ergibt es zusammen? 14. Ich habe zwei negative Zahlen, das bedeutet Beträge muss ich addieren. 11 plus 2, 13, 0,3 plus 0,7, eine 1 noch kommt dazu. Also 14, aber natürlich mit Minus. Okay, und was hätte ich dann hier? Minus 3. Ich habe jetzt unterschiedliche Vorzeichen, das bedeutet erstmal größere Betrag hat minus 3,2, ich übernehme dann Vorzeichen, also minus, dann 3,2 minus 0,2 ist einfach eine 3. Wie kann ich dann das ausrechnen? Was mache ich dann bei letztem Schritt? Was ist sinnvoll, was ist einfach? In dem Fall habe ich ganze Zahlen, keine schwierige Zahlen, kann ich erstmal negative Zahlen zusammenrechnen, also erstmal schreibe ich 9 ab. Dann minus 14 minus 3 ergibt minus 17. Jetzt ganz einfache Aufgabe. Unsichtbare Plus, verschiedene Vorzeichen. Dann übernehme ich Vorzeichen von größerem Betrag. 17 minus 9, 8. Das war's.